Hallo, mein Name ist Mia. Ich lebe in Zürich. Hallo, mein Name ist Mia. Ich lebe in Zürich. Ich wohne in einer Wohngemeinschaft. Ich wohne in einer Wohngemeinschaft. Man sagt auch kurz WG. Man sagt auch kurz WG. Wisst ihr, was das ist? Wisst ihr, was das ist? In einer WG lebt man zusammen mit Freunden oder Bekannten in einer Wohnung. In einer WG lebt man zusammen mit Freunden oder Bekannten in einer Wohnung. Das ist praktisch, denn so kann man günstig leben. Das ist praktisch, denn so kann man günstig leben. Jeder hat sein eigenes Zimmer. Jeder hat sein eigenes Zimmer. Das Wohnzimmer, die Küche und das Bad teilt man. Das Wohnzimmer, die Küche und das Bad teilt man. Mein Mitbewohner heißt Klaus. Mein Mitbewohner heißt Klaus. Er kommt aus Deutschland. Er kommt aus Deutschland und studiert Geomatik an der ETH. Und studiert Geomatik an der ETH. Er ist sehr nett und das Zusammenleben mit ihm ist sehr angenehm. Er ist sehr nett und das Zusammenleben mit ihm ist sehr angenehm. In einer WG werden die Hausarbeiten fair untereinander aufgeteilt. In einer WG werden die Hausarbeiten fair untereinander aufgeteilt. Das sind meine Hausarbeiten für diesen Monat. Das sind meine Hausarbeiten für diesen Monat. Ich muss einmal pro Woche einkaufen. Ich muss einmal pro Woche einkaufen. Am Kühlschrank hängt ein Einkaufszettel. Am Kühlschrank hängt ein Einkaufszettel. Dort schreiben wir auf, welche Lebensmittel und Getränke wir brauchen. Dort schreiben wir auf, welche Lebensmittel und Getränke wir brauchen. Zum Einkaufen gehe ich immer in den Supermarkt in der Nähe. Zum Einkaufen gehe ich immer in den Supermarkt in der Nähe. Ich muss zweimal pro Woche das Badezimmer putzen. Ich muss zweimal pro Woche das Badezimmer putzen. Dazu brauche ich ein Putzmittel für das Bad. Dazu brauche ich ein Putzmittel für das Bad. Einen Putzschwamm. Einen Putzschwamm. Eine Bürste. Eine Bürste. Und einen Putzlappen. Und einen Putzlappen. Diese Arbeit mag ich gar nicht, aber das gehört nun mal zum Haushalt dazu. Diese Arbeit mag ich gar nicht, aber das gehört nun mal zum Haushalt dazu. Ich muss die Pflanzen regelmäßig gießen. Ich muss die Pflanzen regelmäßig gießen. Manchmal spreche ich auch mit ihnen und singe für sie. Manchmal spreche ich auch mit ihnen und singe für sie. Zweimal pro Woche muss ich die ganze Wohnung staubsaugen, denn die Wohnung wird schnell schmutzig und es gibt viel Staub. Zweimal pro Woche muss ich die ganze Wohnung staubsaugen, denn die Wohnung wird schnell schmutzig und es gibt viel Staub. Dafür brauche ich einen Staubsauger. Dafür brauche ich einen Staubsauger. Unser Staubsauger ist alt und funktioniert nicht gut.
Unser Staubsauger ist alt und funktioniert nicht gut. Aber Klaus möchte keinen neuen Staubsauger kaufen. Aber Klaus möchte keinen neuen Staubsauger kaufen. Das sind die Hausarbeiten von Klaus für diesen Monat. Das sind die Hausarbeiten von Klaus für diesen Monat. Er muss defekte Möbel und Geräte reparieren. Er muss defekte Möbel und Geräte reparieren. Defekt bedeutet, dass sie kaputt sind. Defekt bedeutet, dass sie kaputt sind oder nicht richtig funktionieren. Oder nicht richtig funktionieren. Dafür braucht er oft einen Schraubenzieher. Dafür braucht er oft einen Schraubenzieher. Einen Hammer. Einen Hammer. Sekundenkleber. Sekundenkleber. Und eine Zange. Und eine Zange. Wenn er etwas nicht selbst reparieren kann, dann ruft er den Hausmeister. Wenn er etwas nicht selbst reparieren kann, dann ruft er den Hausmeister. In der Schweiz sagt man nicht Hausmeister, sondern Hausabwart. In der Schweiz sagt man nicht Hausmeister, sondern Hausabwart. Der Hausabwart oder Hausmeister ist die Person, der Hausabwart oder Hausmeister ist die Person, die sich um alles in und rund um das Haus oder die Wohnung kümmert. Die sich um alles in und rund um das Haus oder die Wohnung kümmert. Unser Hausabwart ist sehr nett. Unser Hausabwart ist sehr nett. Klaus kocht auch jeden Tag das Mittagessen für uns. Klaus kocht auch jeden Tag das Mittagessen für uns. Unsere Küche ist sehr modern. Unsere Küche ist sehr modern. Wir haben 4 Herdplatten. Wir haben 4 Herdplatten. Einen großen Kühlschrank mit Tiefkühler. Einen großen Kühlschrank mit Tiefkühler. Viele Küchenschränke. Viele Küchenschränke. Und einen Geschirrspüler. Und einen Geschirrspüler. Klaus macht oft Pasta, weil das am schnellsten geht. Klaus macht oft Pasta, weil das am schnellsten geht. Dafür benutzt er immer einen großen Kochtopf. Dafür benutzt er immer einen großen Kochtopf. Wenn wir gegessen haben, legt jeder seinen Teller. Wenn wir gegessen haben, legt jeder seinen Teller und sein Besteck in den Geschirrspüler. Und sein Besteck in den Geschirrspüler. Wenn der Geschirrspüler voll ist, wenn der Geschirrspüler voll ist, dann starten wir die Maschine und sie wäscht alles für uns ab. Dann starten wir die Maschine und sie wäscht alles für uns ab. Das ist sehr praktisch. Wir brauchen dafür nur Geschirrspültabs. Das ist sehr praktisch. Wir brauchen dafür nur Geschirrspültabs. Das Aufräumen macht jeder selbst. Das Aufräumen macht jeder selbst. Ich räume mein Zimmer jeden Tag auf. Ich räume mein Zimmer jeden Tag auf. Denn es macht weniger Arbeit, jeden Tag ein bisschen aufzuräumen. Denn es macht weniger Arbeit, jeden Tag ein bisschen aufzuräumen.
als einmal pro Woche viel aufzuräumen. Als einmal pro Woche viel aufzuräumen. So macht es nämlich Klaus. Er mag das so. So macht es nämlich Klaus. Er mag das so. In meinem Zimmer habe ich ein Bett. In meinem Zimmer habe ich ein Bett. Einen Schreibtisch. Einen Schreibtisch. Einen Stuhl. Einen Stuhl. Und einen Kleiderschrank. Und einen Kleiderschrank. Ich habe nicht so viele Möbel und Objekte in meinem Zimmer. Ich habe nicht so viele Möbel und Objekte in meinem Zimmer. Denn ich mag es nicht, wenn mein Zimmer zu voll ist. Denn ich mag es nicht, wenn mein Zimmer zu voll ist. Habe ich eine Hausarbeit vergessen? Habe ich eine Hausarbeit vergessen? Ach ja, die Wäsche waschen. Ach ja, die Wäsche waschen. Mit Wäsche meine ich alle Kleider, die schmutzig sind. Mit Wäsche meine ich alle Kleider, die schmutzig sind. Jeder wäscht einmal pro Woche seine Wäsche. Jeder wäscht einmal pro Woche seine Wäsche. Mein Waschtag ist immer am Dienstag. Mein Waschtag ist immer am Dienstag. Klaus wäscht seine Wäsche am Donnerstag. Klaus wäscht seine Wäsche am Donnerstag. Zum Waschen brauchen wir Waschpulver und Weichspüler. Zum Waschen brauchen wir Waschpulver und Weichspüler. Die Waschmaschine, die wir benutzen, gehört nicht uns. Die Waschmaschine, die wir benutzen, gehört nicht uns. Wir teilen sie mit anderen Bewohnerinnen und Bewohnern. Wir teilen sie mit anderen Bewohnerinnen und Bewohnern. So, jetzt weißt du, welche Hausarbeiten wir in der WG machen. So, jetzt weißt du, welche Hausarbeiten wir in der WG machen. Jeden Monat wechseln wir dann die Hausarbeiten ab. Jeden Monat wechseln wir dann die Hausarbeiten ab. Lasst uns die Hausarbeiten jetzt gemeinsam wiederholen. Lasst uns die Hausarbeiten jetzt gemeinsam wiederholen. Erstens, einkaufen. Ich muss 2-mal pro Woche Lebensmittel einkaufen. Erstens, einkaufen. Ich muss 2-mal pro Woche Lebensmittel einkaufen. Zweitens, das Bad putzen. Ich muss 1-mal pro Woche das Bad putzen. Zweitens, das Bad putzen. Ich muss 1-mal pro Woche das Bad putzen. Drittens, die Pflanzen gießen. Ich muss die Pflanzen regelmäßig gießen. Drittens, die Pflanzen gießen. Ich muss die Pflanzen regelmäßig gießen. Viertens, Staubsaugen. Ich muss 2-mal pro Woche die Wohnung staubsaugen. Viertens, Staubsaugen. Ich muss 2-mal pro Woche die Wohnung staubsaugen. Fünftens, Möbel und Geräte reparieren. Klaus muss Möbel und Geräte reparieren, wenn sie kaputt sind. Fünftens, Möbel und Geräte reparieren. Klaus muss Möbel und Geräte reparieren, wenn sie kaputt sind. Sechstens, kochen. Klaus kocht jeden Tag das Mittagessen für uns. Sechstens, kochen. Klaus kocht jeden Tag das Mittagessen für uns. Siebtens, abwaschen. Wir waschen das Geschirr zusammen ab. Siebtens, abwaschen. Wir waschen das Geschirr zusammen ab. Achtens, aufräumen.
Jeder räumt sein Zimmer auf. 8. Aufräumen. Jeder räumt sein Zimmer auf. 9. Die Wäsche waschen. Jeder wäscht an seinem Waschtag die Wäsche. 9. Die Wäsche waschen. Jeder wäscht an seinem Waschtag die Wäsche. Was brauche ich für die Hausarbeiten? Was brauche ich für die Hausarbeiten? 1. Zum Einkaufen brauchen wir eine Einkaufsliste. 1. Zum Einkaufen brauchen wir eine Einkaufsliste. 2. Zum Putzen brauchen wir Putzmittel, einen Putzschwamm, eine Bürste und einen Putzlappen. 2. Zum Putzen brauchen wir Putzmittel, einen Putzschwamm, eine Bürste und einen Putzlappen. 3. Zum Staubsaugen brauchen wir einen Staubsauger. 3. Zum Staubsaugen brauchen wir einen Staubsauger. 4. Zum Reparieren brauchen wir einen Schraubenzieher, einen Hammer, einen Sekundenkleber und eine Zange. 4. Zum Reparieren brauchen wir einen Schraubenzieher, einen Hammer, einen Sekundenkleber und eine Zange. 5. Zum Kochen brauchen wir einen Herd und einen Topf. 5. Zum Kochen brauchen wir einen Herd und einen Topf. 6. Zum Abwaschen brauchen wir Geschirrspültabs. 6. Zum Abwaschen brauchen wir Geschirrspültabs. 7. Zum Wäschewaschen brauchen wir Waschpulver, Weichspüler und eine Waschmaschine. 7. Zum Wäschewaschen brauchen wir Waschpulver, Weichspüler und eine Waschmaschine. Hast du gemerkt, dass wir nach dem Verb brauchen immer den Akkusativ verwenden? Hast du gemerkt, dass wir nach dem Verb brauchen immer den Akkusativ verwenden? Welche Hausarbeiten musst du machen? Welche Hausarbeiten musst du machen? Welche Arbeiten machst du gern und welche nicht? Welche Arbeiten machst du gern und welche nicht? Schreib uns in den Kommentaren. Schreib uns in den Kommentaren. Möchtest du noch weitere Videos sehen? Dann abonniere unseren Kanal. Jeden Sonntag ein neues Video.